Wir haben eine neue Bauaufsicht hier. Und irgendwie guckt er in die falsche Richtung. Ich hab den vorher bestochen, der guckt weg. Herzlich willkommen. Wir machen hier weiter mit unserer Karstbaustelle. Wir nutzen die kalte Zeit aus. Ja, wir haben uns jetzt gerade eigentlich oder morgen spontan entschieden, hier das Schattendach zu erweitern. So, da haben wir schon abgesteckt. Grob, genau, grob, da müssen wir nochmal genau nachmessen. Hier stand meine Riesenchili und, ja, genau, die palmenähnlichen Dinger da, die muss ich noch einpflanzen. Da ist meine Chili. Die musste ich jetzt irgendwie zurechtschneiden, weil die war so an den Pfosten angepasst. Und hier die Rangpflanze, das ist so eine Jasminart, soweit wir wissen. Die kommt, ja, kennen wir doch nicht durchs Bild. Da hinten hin, da habe ich jetzt auch schon angefangen zu buddeln. Wir haben jetzt, bis der Andi kommt, 10 Tage Zeit, ne? Wir hauen jetzt rein. Sarah macht eine kleine Herausforderung für mich, die will mal gucken, ob ich auch schnell arbeite. Also den Beton wollen wir auf jeden Fall fertig haben in der Zeit, genau, alleine ohne Hilfe. Genau. Da kommt dann auch noch so ein Dach runter, dann ist das hier auch im Haus ein bisschen angenehmer noch, weil die Sonne nicht drauf knallt. Jo, ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter, ne? Wir haben keine Zeit. Wir haben eine neue Bauaufsicht hier. Und irgendwie guckt er in die falsche Richtung. Ich hab den vorher bestochen, der guckt weg. Guck mal, doof sind wir. Oh, wie so ein Trauerkloster, aber er hat ja gar keinen Grund. Nala ist hier irgendwo auf Achse, nebenan sind wieder Katzen. Wir haben heute schon wieder eine gerettet hier vom Grundstück. Und Martin hat, wie zum Thema quasi, Martin hat hier schon jetzt angefangen auszuschachten, dass man das ein bisschen dann noch besser sieht. Da müssen wir jetzt noch. Da müssen wir gleich noch. Da hat er auch schon angefangen. Der Turmständer, der kommt da weg. Ja, und dann haben wir eigentlich hier schon ziemlich alles gerettet, glaube ich. So. Mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht zu sagen. Außer es ist gleich Mittagspause. Essen. Simba. Der wurde auch schon von der Katze getroffen heute, ne? Man muss ja unbedingt jagen. Na, du fauler Hund? Martin hat jetzt hier schon rundherum das Fundament ausgehoben. Jetzt macht er für die Pfosten das Loch. Die Löcher für die Pfosten. Genau. Und ich habe schon meine Chilis umgepflanzt. Da so. Weil ich habe das schlechte Wetter ausgenutzt, was uns hier halt sehr gebremst hat. Aber hier habe ich es halt ausgenutzt zum Umpflanzen. Jetzt haben wir hier nämlich auch schon nur noch Rasen. Bis auf da hinten, die muss ich noch umpflanzen. Ja, und Nala liegt faul hier rum. Die verdoppeln dem Martin die Arbeit quasi. Der muss ja immer ständig hinterher, weil die rennen hier rum und dann ist alles wieder in den Löchern. Ein Pfosten geht auf Reise. Wir bringen die Stützpfosten fürs Dach jetzt da hinten. Müssen wir mal aufpassen, dass ich mich hier nicht auf den Mund lege. Aber jetzt seht ihr mal hier so schön, wie das Grundstück aussieht. Martin von hinten. Genau, Nachbar fährt wieder zur Arbeit. Mittagspause ist rum. Oh, seht ihr hier das richtige Chaos? Das soll der Mittelpfosten sein, ne? Ich weiß gerade nur nicht, wo wir den jetzt hinlegen. In die Feuerstelle, okay. Ich muss euch einmal weglegen. So. Bisschen chaotisch, aber gut. Genau. Moment. Wenn wir jetzt einmal hier sind. Wir haben jetzt hier noch mit einer Schnur genau. Also mit einer Schnur genau hier alles abgespannt. Damit wir wissen, bis wo die Pfosten gehen. Martin hat hier schon mal eine Fuhre Kies, Schotter, Steine reingeschmissen. Ja, weiter geht's gleich. Hier die Linie, genau, hier. Mit den anderen Pfosten. Da seht ihr das. Ja. Der Beton ist jetzt fertig angemischt.
Jetzt müssen wir gucken, ob wir Sarah da nicht umschmeißen oder überhaupt nicht alles umkippt. Warte, warte, warte. Ja, kannst du hochmachen. Hey. Bis ans Haus gespritzt. Was passt das da? Ach so. Nur so ein bisschen da rein. Ja, stopp. Das konnte ich nicht sehen. Hast du den Zollstock? Ja, doch. Ja. Guck mal, wie Da fehlt da noch ist. einiges. 3 cm bestimmt. Und der muss weiter. Hm? Nee. Jetzt lassen wir Sarah da erstmal so stehen. Hallo? Nee. Guck mal ganz kurz. Ne? Ja. Wenn ich den, guck mal auf die Schnur, wie weit ich den wegdrücke, wenn ich den gerade mache. Ja, einiges, glaube ich. Ja, dann musst du den doch noch ein Stück nach hier setzen. Ne? Genau, ja, ja. Warte. So ist der ungefähr gerade. Und dann passt das ungefähr, ja. Ah, die Hunde sind ausgebüxt. Was war denn da? Ja, wir haben die Hunde eingesperrt, damit die hier nicht durch den Beton laufen. Aber Na, hauptsächlich Ja, hat sie noch die besser. Schnüre nicht kaputt machen. Nala, komm hier. Nala, komm. Komm her, wo ist der Simba? der Simba müsste da hinten sein. Nala. Hier. Ich glaube, die ist über das Fass drüber gesprungen. Ja, so sah das aus. Weil die er Fässer ist hier, standen er ist dann hier nicht so. durchgedreht. Okay. Stimmt, der muss eh noch hören, ne? Ja. Ja, sonst bin ich das immer der, der durchrennt. Ne? Muss ich nicht weg. Herzlich willkommen in der Vorfeld zu Paraguay Korbflechterei. Das ist jetzt hier unser erster Korb. Den machen wir gerade zusammen. Martin verzwirbelt das und ich schneide hier die Drähte ab, dann geht das ein bisschen schneller. Oder wenn wir es zusammen machen. Ich lege die einfach nur hier drum, drehe die halt an und er verzwirbelt die mit der Zange dann sozusagen. Wir haben gestern mal wieder vergessen zu filmen. Ich wollte euch jetzt einmal das Ergebnis von gestern zeigen. Das Fertige. Hier sind jetzt die Pfosten. Die stehen hier super in absoluten Waage. Dann haben wir hier noch so eine Sauberkeitsschicht gemacht, aber das soll der Martin euch gleich nochmal erzählen. Ja? Und da können wir dann halt gleich das Eisen drauflegen. Oh, genau, hier ist es ja auch schon drauf. Und dann können wir dann nachher darüber betonieren. Also nachher wird wahrscheinlich morgen sein. Es geht voran, Wahnsinn. Und bisher alles alleine geschafft.